Moin Moin, hallo und herzlich willkommen meine lieben Shakes and Fidget Freunde zu einem weiteren Video hier auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Mein Name ist Dorze und ich habe die Ehre, euch dieses Mal den offiziellen Shakes and Fidget Stand 2026 auf der Dokumi zu präsentieren. Wir werden erkunden, was es dort alles so zu sehen gibt und deswegen würde ich sagen, let's go, schauen wir uns das Ganze mal an. Kennst du unser Spiel schon? Das Spiel? Ja. Ob ich Shakes and Fidget kenne? Ja, Nee, kannst du mir das mal erklären? Soll ich dir mal unseren Stand hier erklären, ja? Ja, sehr gerne. Also, was machst du hier? Bist du hier so der Einlass, der Türsteher sozusagen? Ich bin das Empfangskomitee, ja. Ich bin hier die letzten 2 Tage hier am Eingang gewesen, habe die Leute begrüßt, gefragt, ob sie das Spiel schon kennen. Wenn sie es kennen, dann super, dann kann ich ihnen direkt ein paar Goodies geben, dann können die hier Sachen gewinnen. Wenn sie es nicht kennen, dann erkläre ich, wie man sich einen Account erstellt, Spiel runterlädt, sowas und dann halt, was sie hier machen können. Wenn man als Shakes and Fidget Spieler hierher kommt, was kann man hier bei dir direkt erwarten beim Empfang? Bekommt man direkt was, oder? Ja, also sobald ihr einen Account vorzeigen könnt, kriegt man, wenn man einen Charakter unter Level 500 hat, gibt es einen Startercode, über 500 gibt es einen Veteranencode. Wenn man sagt, man hat vor Jahren mal Shakes gespielt und kommt jetzt wieder zurück, gibt es einen Comeback-Code, kann man einfach in-game einlösen, gibt es was Nices. Jeder kriegt Baseline so eine Tasche, die hier unten drin sind, da ist noch ein Poster drin und so ein kleiner Flyer, der erklärt, wie der Stand funktioniert. Dann gibt es von mir eine Einweisung hier an der großen Karte, wie der Stand funktioniert und wie man die Münzen ausgeben kann, die man von mir bekommt. Gibt es 5 Münzen als Währung, jeder, der einen Account hat. Kannst du hier halt die Stationen spielen, die an die Features aus dem Spiel angelehnt sind. Kann man tolle Sachen gewinnen. Wir haben Bierkrüge, wir haben Tassen, wir haben Displays und wir haben Bloodweaver-Pins für die neue Klasse. Du kannst die Münzen ausgeben, wie du willst. Du kannst 5-mal das gleiche spammen, wenn du unbedingt den einen Reward haben willst. Du kannst es auch aufteilen. Du kannst dich an den Tresen setzen und dir eine Münze zusätzlich verdienen, wenn du einfach ein bisschen Shakes zockst, so für 5 Minuten. Dann gibt dir einer der Wirte an der Theke eine Münze. Und wenn du über Level 500 bist als Veteran, kannst du 3 Fragen gestellt bekommen. Und wenn du 2 richtig beantwortest, kriegst du noch eine Münze. Okay, also man kann hier nicht nur wirklich Münzen ausgeben, sondern auch dazu verdienen, was natürlich auch ganz nice ist. Und was ist so dein persönliches Highlight hier von dem Shakes and Fidget Stand? Ey, ganz ehrlich, die Leute, die hierher kommen. Also hier ist alles dabei, von Kindern hatten wir auch schon, zu älteren Leuten, von ich habe vor 17 Jahren gespielt, zu ich spiele seit letzter Woche. Es ist alles dabei, die Leute sind mega freundlich. Hier war bisher keiner frech, so die sind alle, die freuen sich, die haben Interesse und ist cool, macht Bock. Moin Dera, Hallöchen. Moin, schön dich zu sehen. Was geht? Was haben wir hinter dir hier zu sehen? Das hier ist Bertrams Brüllbude. Da kann man sich, wenn man das möchte, ordentlich die Seele aus dem Leib brüllen. Falls man irgendwie übers Wochenende oder allgemein Frust angestaut hat, kann man das hier mal ordentlich ablassen. Oder vielleicht hat man einfach auch so gute Laune, weil hier alles so toll ist, dass man vor Freude schreit. Auch gut. Kann man hier so schöne Pins gewinnen. Bist du jemand, der gut schreien kann? Ich persönlich nicht, nein. Also ich schreie generell eher selten. Deswegen. Ja, dann kein Pin für dich. Was ist so dein persönliches Highlight von dem Dokumi-Stand hier auf der Messe? Von dem Stand selber? Ja. Die Tassen. Die sehen geil aus. Ja. Ich liebe die. Und wenn du jetzt hier dir eine Aufgabe aussuchen müsstest, die so dein Favorite wäre, also die Brüllbude wahrscheinlich jetzt nicht? Natürlich, doch, die Brüllbude. Das Ja? ist der beste Trotzdem? Ort hier. Ich liebe den. Ich meine, ich höre nur die ganze Zeit oder ganz viel so Brüllmusik. Von daher bin ich das gewohnt, angeschrien zu werden. Und ich fühle mich hier richtig wohl. Wie funktioniert das Ganze? Kannst du uns das einmal kurz erklären? Also man geht hier rein und was passiert dann? Für eine Münze kriegst du 3 Versuche. Du stellst dich dort in die Kamera, dort oben das weiße Nupsi, das ist das Mikrofon. Ich mache dann die Tür zu. Und ja, wie gesagt, dann hast du 3 Versuche, 100 Dezibel zu erreichen. Und wer das schafft, kriegt einen Pin. Soll ich es mal probieren? Kannst du gerne mal machen. Also, ich mache hinter dir aber die Tür zu. Soll ich nehmen? Ja. Alles klar, dann schauen wir doch einfach mal, was der liebe Dotzi dort drinnen veranstaltet. Einmal, liebe Kamera, hier mitkommen. Da ist er. Schauen wir doch mal an. Er muss lang genug schreien, das habe ich ihm jetzt gar nicht verraten. Mal sehen, ob er nur so einen schüchternen Oh macht. Ja, schüchtern war es nicht. 97,5. Naja, einen Pin kriegt er nicht, aber das haben wir ja vorher schon geklärt, oder? Ja, Mensch, also ich habe es ja schon gesagt. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, aber war beeindruckend, Was war so der Rekord bisher? Oh, das war ziemlich viel. Über 120 auf jeden Fall. Gibt es da irgendwelche Tricks oder so, die man anwenden kann? Also wir haben festgestellt, auf jeden Fall lange und ausdauernd brüllen. Das hilft enorm für das Gerät allgemein, dass es irgendwie erkennt, wie laut es überhaupt ist. Ansonsten einfach kraftvoll. Viele haben gefragt, ob hoch oder tief, aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass da einmal ordentlich Schmackes rauskommt. Okay, das habe ich mir jetzt nämlich auch überlegt, ob man hoch, damit die Dezibelanzahl höher geht, aber so hoch komme ich gar nicht. Also Ja, genau. das ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, ja. Was war jetzt mein Rekord gewesen? 97,5. Also habe ich 100 nicht erreicht und kein Pin für mich. Schade.
Hallöchen. Na, was gibt's bei dir denn Schönes? Also bei mir kannst du eine Tasse gewinnen, aber du musst einen Viererpasch bei uns würfeln. Du hast 3 Versuche, ein Versuch kostet eine Münze. Ja. Wenn du eine Münze hast, kannst du gerne spielen. Habe ich jetzt leider nicht. Kann ich trotzdem mitmachen? Gerne doch. Du kannst halt gerne mal ein Trial machen. So 3 Versuche musst du jetzt machen. Also in 3 Versuchen muss ich versuchen, einen Viererpasch zu würfeln, dann bekomme ich die Tasse. Ja, das stimmt. Dann versuche ich mal mein Glück. Gerne. Mit einer Hand ein bisschen schwierig. Oh, geht schon. Ja. Also, wir haben Oha. rechts zurücklegen. Alter, yo. Okay. Mit den restlichen 2 was. Ja, das läuft auf jeden Fall jetzt schon mal besser als in-game. Leider So. gewinnst du. Alles klar. Ansonsten beim Gold-Event immer Pech gehabt. So, mal gucken, wie sieht's jetzt aus? Und da ist der Viererpasch. Let's go. Da kann ich die Tasse schon mal meinen eigen nennen. Ja, sehr schön. Was kriegt man, wenn man einen Fünferpasch würfelt? Das ist nur mal so zur Info. Bis jetzt hat nur einer geschafft und der hat trotzdem nur die Tasse gewonnen. Die haben leider Das ist kein ein bisschen Extra. schade. Ich würde dir gerne noch ein bisschen zugeben. Aber Ja, ich habe ja noch einen dritten Try, ne? ja, hast du noch. Okay, dann versuchen wir es mal. Ah, Steine. Ja. Okay, aber trotzdem schon mal eine schöne Sache. Ja. Wie ist so generell das Glück der Leute? Haben wir viele Glück dabei oder ist das eher so? Ich sag mal, es ist eine 50-50 Chance, muss ich sagen. Viele brauchen gefühlt 5 Coins, also 5 Versuche, um was zu schaffen, und einige schaffen das beim ersten Versuch direkt. Also, Man kann auch mehrere Münzen zahlen. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt beim ersten Mal das nicht geschafft hat, Ja. kann man jetzt beim zweiten Mal dann direkt. ja, na klar. Und du kannst natürlich auch nochmal Münzen bei uns gewinnen, indem du mal kurz eine Runde bei meinen Kollegen hier spielst. Und dann kommst du nochmal wieder. Also ich lade Leute gern zum Gambling ein. Okay, vielen lieben Dank. Gerne noch. Hallöchen, schönen guten Tag. Du bist hier am Shakes Fidget Stand wofür zuständig? Ich bin die Schlüsselmeisterin und bei mir können die Leute Schlüssel ziehen und wenn sie einen richtigen Schlüssel finden, können sie die Kiste aufkriegen und dann können sie einen Bierkrug gewinnen. Ach, bei dir gibt es den großen Bierkrug zu gewinnen. Ich habe schon gehört, der ist sehr begehrt und bei mir persönlich auch mein absolutes Favorite von der Messe hier und ich würde ganz gerne auch einen haben wollen. Geht das? Klar. Ja. Wie viel Münzen muss man bei euch bezahlen, um sowas um bei euch teilzunehmen? Hier zahlt man eine Münze. Also muss ich mir jetzt hier quasi einen Schlüssel rausnehmen. Wie viele Schlüssel sind denn da drin? So um die 100. Und einer ist richtig. Und einer davon ist richtig. Also die Chance ist relativ gering. Ja. Kannst, Aber es gibt halt auch einen hohen Gewinn dabei natürlich, deswegen hohes Risiko. ja, man muss schon sagen, das ist wirklich so das Highlight. Wie viele haben hier schon so einen Bierkrug gewonnen? Einige, also auf jeden Fall locker über 20 Leute. Und heute allein schon 2. Also Okay, ja, so lange hat der Stand ja heute noch nicht offen. Deswegen, ich würde mal sehr gerne dann mal einen mir hier rausnehmen. Ja? dabei nicht reingucken. Ach so, Maximal 10 Sekunden. okay. Dann ziehen wir mal einen Schlüssel hier raus. Das ist natürlich die Frage, nimmt man jetzt einen großen oder einen kleinen? Ja, okay, ich habe einen. Und jetzt kann man hier dann unten versuchen, das Schloss aufzumachen. Ja? So, versuchen wir. Ja, gerne. Okay, wo muss ich das denn hier aufmachen? Hier an der Seite? Nee, vorne rein. Vorne? Da ist, Ach, hier? Genau. Ah, okay. Ja, ich glaube, das passt nicht. Ich glaube, ich habe leider Pech gehabt. Okay, und wenn man gewinnt, wird die Glocke dahinter aktiviert? Oder? Genau. Okay. Damit jeder mitbekommt, hier wurde gerade ein großes Bierfass gewonnen. Ja. So, Nisa, hallöchen, schön, dass du hier bist. Du bist ja auch am Start und hast dich auf jeden Fall in Schale geworfen, wie man so sieht. Ja, wen bildest du ab? Die Margrethe im Spiel. Sowohl in Shakes gibt es die ja und in Mobile Dungeon sogar auch. Also du bist sozusagen die Questgeberin und verteilst hier überall immer rund um den Stand so ein paar... Flyer. Ja, sehr schön. Wie lange hast du so für dein Cosplay gebraucht? So? Weil da steckt schon sehr viel Arbeit hinter, oder? Ja, das ist selbst genäht, komplett selbst genäht. Habe ich mit meiner Mama gemacht, das muss ich fairerweise sagen. Meine Mama hat geholfen. Die hat eine Nähmaschine und die Schuhe habe ich aber gemacht. Also die Schuhe, ne, das ist auch wie sie es hat. Auch sehr akkurat. Ich habe auch die Ringe, die Kette. Also wenn ihr das Bild euch anguckt, dann bin ich ziemlich... Ich habe versucht, 100% zu geben. Ich habe angefangen im Januar.
Nein, so lange bist du schon dabei? Ja, naja, ich mache das nicht jeden Tag, mehrere Stunden, sondern immer mal wieder, wenn ich Lust habe. Seit Januar, was ist jetzt? Jetzt haben wir Mai, ja, immer wieder seit Januar. Also du hast ja schon auf der Polaris letztes Jahr Genau. den Dämonenjägerin Dämonenjägerin, genau. gespielt. Und da hat man schon gesehen, dass du auf jeden Fall da sehr Feuer und Flamme für bist, weil das sah auch schon sehr, sehr gut aus. Aber das muss ich sagen, übertrifft das jetzt nochmal Ja, komplett. das ist auch richtig. Also bei der Dämonenjägerin habe ich viele Teile so gekauft und zusammengestellt. Und das ist halt wirklich genäht. Also das Goldene mussten wir dran nähen, das Blaue mussten wir dran nähen, also alles. Was ist so für dich jetzt bisher so dein persönliches Highlight von dem Stand hier? Und wie findest du insgesamt die komplette Aufmachung des Standes? Die komplette Aufmachung finde ich mega. Ich habe von Freunden von mir, Zuschauern von mir und fremden Leuten gehört, dass das hier in der Halle mit Abstand der schönste Stand ist. Ja, also ich sehe auch, alle Leute gucken total interessiert. Egal, ob sie es kennen, ob sie es nicht kennen, ob sie interessiert sind oder nicht. Der Stand sieht wirklich super aus. Und das Highlight ist, glaube ich, wenn ich den Leuten sage, was man hier so machen kann, ist das Schreien. Das finden Leute sehr, sehr cool. Du bist tatsächlich, also wir haben jetzt tatsächlich jeden gehört, für alle ist das Schreien das Highlight. Ja, ich weiß auch nicht. Und natürlich der Bierkrug. So, wir sitzen jetzt hier an der Taverne vom Shakes & Fidget Stand und hier haben wir auch den größten Wirt am Start. Moin Mo. Moin. Den allergrößten Wirt am Start, hör mal. Ja, auch von der Körpergröße her. Ja. Also, Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr das Ganze hier so auf die Beine gestellt habt erstmal. Vielen lieben Dank dafür, das habt ihr wirklich wunderbar hingekriegt, eine wunderschöne Aufmachung hier. Also fetter Respekt an Playa, was die hier aufgestellt haben. Also, ich glaube, es ist keiner hierher gekommen, der gesagt hat, boah, es ist langweilig oder so. Man kann hier super viel machen und es ist halt auch einfach geil, weil es die Taverne ist. Ja, man fühlt sich wirklich so, als ob wir gerade in-game so sind, ne? Ja, und wenn ihr jetzt noch ein Bier trinken könnt, ist hier Das wäre das Beste, wenn man jetzt noch sich so ein schönes, richtig Abenteuerlust. schönes Real-Life-Abenteuerlustbierchen, aber da müssen wir auf den plus 18 Stand wahrscheinlich. Ja, das kann sein, das kann sein. Das wäre hier drin wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ja. Aber vielleicht nächstes Mal sowas wie Apfelschorle oder sowas, was zumindest so aussieht. Cool. Aber ich weiß nicht, wie das ist auf Ständen. Also ich glaube, die meisten Stände bieten gar keine Getränke an, weil man das wahrscheinlich ohne weiteres gar nicht darf. Ah ja, okay. Ja, das check ich. Und du sitzt ja den ganzen Tag hier hinterm Tresen, oder? Nee, wir wechseln auch durch. Also wir haben ja hier vorne verschiedene Stationen. Ich glaube, ich war nur an der Toilette nicht und der Brüllkammer. Aber ansonsten das Würfelspiel am Eingang, gut, zeichnen kann ich nicht. Das würde dann ein bisschen, das will keiner. Also wirklich, das will gar keiner. Wenn hier jetzt so neue Spieler herkommen, weil man kann ja hier auch was machen an der Taverne. Ihr sitzt ja jetzt nicht einfach so da. Kann man hier irgendwas, also hier liegt ja ganz viel Zeug rum und so, hier ist auch so Chips und so. Was haben wir hier Schönes? Wir haben kleine Quickstart-Guides, wo die Leute sich dann erstmal ein bisschen zurechtfinden können, registrieren können. Wir haben hier einen Plan von dem ganzen Stand, weil man hier super viele Attraktionen machen kann und sehr viele Sachen gewinnen kann und das erklären wir dann halt, ne? Also damit die Leute überhaupt wissen, um was es hier geht. Das macht Waves viel auch am Eingang oder je nachdem wer da steht und manchmal ist halt auch so viel los, dass die Leute direkt hierher kommen und wenn man hier eine Runde zockt am Stand, kriegt man nochmal so eine extra Münze, weil die können durchaus schnell weggehen. Wenn man dann zum Beispiel bei dem Würfelbecher hier die ganze Zeit verliert, will man unter Umständen nochmal neu haben. Und da kann man sich hier nochmal eine verdienen. Und ansonsten halt natürlich auch als Info. Also man kann hierher kommen, sich alles erklären lassen, das Spiel erklären lassen. Wie genau kann man sich hier Münzen bei euch verdienen? Eine Runde zocken, vielleicht ein paar Fragen stellen. Hier drüben gibt es noch den Ehrenplatz. Da könnte dort sich zum Beispiel hinsetzen. Wenn man über 500 ist, kann man sich auch noch eine Münze verdienen, wenn man richtige Fragen beantwortet. 3 Stück, man wird 3 Fragen, kriegt 3 Fragen gestellt, 2 richtige. Dort hat gerade schon gewonnen, kriegt jetzt hier gleich auch noch eine extra Münze. Und ja, das ist so ein bisschen, natürlich auch den Würfelspieler nicht vergessen, der ist auch mit innen an der Theke. Und da rotieren wir mal ein bisschen durch. Okay, hey, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Gerne. Danke für deine Arbeit hier auch und wünsche dir noch weiterhin viel Spaß hier auf der Dokumi und beim Shakes & Fidget Stand. Ich danke euch, dass ihr da wart. Es ist sehr warm hier, es ist ölig, man sieht es mir vielleicht auch ein bisschen an. Und es waren ja auch schon einige hier im Stream, was auch ziemlich cool ist, finde ich. Ja, ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute auf der Polaris vorbeikommen, weil, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesagt habt, aber die Collectors Edition kann man auf der Polaris gewinnen. Das wussten wir tatsächlich noch gar nicht. Das geht, ja? Ja, das geht. Also Freunde, kommt auf jeden Fall auf der Polaris vorbei. Dort findet ihr denselben Stand nochmal und dann kann man auch sich eine dicke, fette Collectors Edition gönnen. Ja. Ja.
So, Hallöchen, du sitzt hier auf dem Ehrenplatz. Wie hast du dir das verdient? Mit Shakes spielen. Wer bist du und was für ein Level hast du? Den Captain Langstrumpf. So, jetzt ergibt es natürlich Sinn, wer du bist, ja? Und welches Level hast du, dass du hier jetzt auf den Ehrenplatz sitzen darfst? Merwin 585 oder so. Und du musstest hier schon ein paar Fragen beantworten, richtig? Ja, Hast du alle Fragen bisher richtig beantworten können? alle nicht, ne? Nee. Zumindest eine richtige? Ja, das ja. Ja, okay. Hast du dir schon ein paar Münzen so eingeteilt, wo du was ausgeben willst? Hast du so irgendwelche Favorites oder sowas? Nee, noch nicht. Der Maler ist ja noch nicht da. Der Maler steht da hinten. Okay. Ja, eben war er noch nicht da. Also du wirst noch ein schönes Porträt von dir zeichnen lassen, ja? Ja, das auf jeden Fall. Okay, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hallöchen, du bist die? Kira. Die Kira. Und du bist heute hier die Zeichnerin am Shakes & Fidget Stand? Ja. Was machst du hier so für Zeichnungen, wenn die Besucher hier vorbeikommen? Machst du so Porträts oder alles Mögliche, was die Leute sich so wünschen? Also eigentlich alles, was sie sich wünschen. Ich habe auch schon Pokémon gezeichnet, aber am meisten zeichne ich Besucher. Okay. Und du bist ja auch bei Shakes & Fidget selbst als Zeichnerin oder wie? Nee, ich bin eigentlich im Projektmanagement. Aber beide Zeichner sind krank geworden. Also der eine vorab und die andere, als wir hier waren. Und dementsprechend war dann keiner für die Artist Station da. Also naja, und ich habe Illustration studiert und mache halt jetzt Projektmanagement. Und dann meinte ich so, ja, ich kann es versuchen. Und dann haben wir es versucht und jetzt mache ich das halt. Machst du auch sehr gut. Also ich habe hier schon einige Zeichnungen von dir gesehen, also es sieht sehr, sehr gut aus. Auch Nisa hatte mir auch ihre Zeichnung vorhin gezeigt, das sah schon sehr, sehr gut aus. Versuchst du denn auch so im Shakes & Fidget-Stil die Leute so zu illustrieren? Ich versuch's, aber es ist schwierig zu adaptieren. Also im Sinne von, ich versuche nahe dran zu kommen, aber ich verspreche nichts. Ja, okay. Wie lange brauchst du so ungefähr, bis du so ein Bild gemalt hast? 20 Minuten, plus minus. Okay, aber man muss auch dazu sagen, es lohnt sich. Also wenn man hierher kommt als Besucher der Dokumi oder Polaris, wenn der Stand auch da ist, ich denke mal, da werdet ihr auch als Zeichner da sein oder da sind dann auch die richtigen Zeichner da und könnt ihr euch da dann auch illustrieren lassen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Was ist so das beliebteste bisher? Einfach Porträts oder Pärchen oder irgendwie? Ja, Porträts und Team-Up ist halt natürlich, also es kostet ja immer 3 Münzen. Dementsprechend, wenn man zu 2, 3 ausgibt, ist ja viel billiger, als wenn man alleine ist, wenn man nur 5 hat pro Person. Okay, man muss dazu sagen, das ist schon das teuerste hier am Stand, so von den Münzen her. Aber man muss auch sagen, ich persönlich finde, man bekommt hier am meisten dafür, weil man ja auch wirklich, das kann man sich mit nach Hause nehmen, das kann man sich einrahmen, zu Hause an die Wand hängen und so. Und dann hat man auch wirklich etwas für die Ewigkeit zu Hause zu hängen und hat etwas Shakes & Fidget related. Einfach ein handgezeichnetes Porträt. Wo hat man das heutzutage? Und das von jemandem, der auch aus dem Team Playa Games halt kommt. Ne? Deswegen vielen lieben Dank, dass du das hier machst und mach auf jeden Fall weiter so. Top, top. Danke. So, moin moin. Wir haben hier einen Shakes & Fidget Zuschauer am Start, der jetzt hier gerade die Messe besucht auf der Dokumi am Shakes & Fidget Stand. Gerade gesprochen, hat er mich angesprochen gerade, ob wir ein Foto machen können. Deswegen, du bist der? Dominik. Der Dominik. Und seit wann spielst du schon Shakes & Fidget? Mit einigen Unterbrechungen seit 2016. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon einen Char, der ein wenig höher ist? Ja, 461. Ja, okay. Das sagt man, ist gerade in der Dungeon-Pause. Ja, genau, in der Dungeon-Pause. Wirklich, ja, bist du auf S3. Okay. Verfolgst du aktiv den Shakes & Fidget-Content, der so auf dem Official stattfindet? Ja. So habe ich den Stand überhaupt erst gefunden. Dadurch bist du darauf aufmerksam geworden, über ja? dein Video, aber dann auch noch über den Shakes & Fidget-Account, ja. Okay. Und wie sagt dir das so bisher zu? Ich finde so von der Aufmachung her ist das mit einer der schönsten Stände, finde ich. Und ja, Community hier ist geil und die Mitarbeiter sind auch super, super nett. Ich finde den Vibe auch super klasse. Ja. Klasse. Also das ist wirklich top, wenn man hierher kommt. Alle haben super Laune so. Wie du schon sagst, die Aufmachung ist wirklich mega. Das hat bisher jeder gesagt. Und es haben auch schon ein paar gesagt, dass das der schönste Stand hier auf der Messe ist. Was ist so bisher dein Highlight so bei dem Stand hier gewesen, dein persönliches? Also ich finde die ganzen Goodies, die man hier bekommen kann, einfach mega, mega cool. Und einfach der Firma dann auch so nah zu sein. Das ist einfach, sonst spielt man es nur am Handy oder am PC. Und hier hat man wirklich hautnah und hat die Leute, die das Spiel halt auch spielen, um sich. Macht schon richtig, richtig Spaß. Das ist so das Highlight eigentlich. Wir haben uns vorhin ja schon gesehen bei Würfelspieler. Jetzt bist du hier bei einer anderen Attraktion. Wo befinden wir uns jetzt hier? Toilette der Arkan-Götter. Hier musst du mit deiner Münze
blind versuchen, die Toilette zu treffen. Wenn du triffst, kriegst du von mir einen QR-Code, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Der Preis ist das Display hier vorne gleich zu sehen. Oh, okay, cool. Und was für einen Abstand muss man hier haben, um das hier da reinzuwerfen? So? Was ich gerne den Spielern anbiete, ist, dass sie kurz gucken, wo die Toilette ist. Dann nehmen sie einen Schritt nach hinten. Einen Schritt genügt, dann sieht man die Toilette gewöhnlich nicht mehr. Und dann einfach versuchen zu werfen. Okay, das klingt relativ easy eigentlich. Ja, wir versuchen das. Also ich hole dir meine Münze raus. Okay. Ja, jetzt müssen wir tief ins Klo greifen. Der gute eine Versuch. Okay, dann schaue ich mal rein. Aber woran erkennt man, dass jetzt meine da rein... Achso, da ist jetzt gar keine drin, ne? Keine Münze. Okay. Gewöhnlich nehme ich immer eine Münze direkt raus. Wenn Ja, okay. Ist so gut, oder? Ja, du kannst ruhig noch einen Schritt nach Echt, ja? Ja, das passt so. Solange du die Toilette nicht mehr siehst, ist perfekt. Kann ich hier so reinlupen, so? Okay. Versuch das immer. Ja. Das hört sich nicht gut an. Ich weiß nicht, ob ich die Münze rausgenommen habe. Habe ich getroffen oder nicht? Da ist eine Münze drin, aber davor hat ein Spieler gespielt und da habe ich noch nicht die Münze rausgenommen. Deswegen war es, glaube ich... Ich glaube, das war mein Wurf gewesen tatsächlich. Wir nehmen das so hin. Ja, okay. Ja, sehr, sehr interessante Attraktion hier auf jeden Fall. Da habt ihr euch richtig was einfallen lassen hier bei den ganzen Ständen, Quests, die man hier so mit den Münzen und sowas machen kann. Ja. Deswegen, das auf jeden Fall auch eine sehr coole Attraktion. Es leuchtet auch so schön. Das ist eine schöne Attraktion. Mit den Münzen sieht es immer so ganz gut aus und dann kommt man so... Auch super schön designt einfach. So, moin. Hallo, du bist hier Besucher beim Shakes & Fidget Stand und spielst du selbst Shakes & Fidget auch aktiv? Nicht mehr so aktiv wie sonst. Ich habe mal angefangen, weil eben mein Freund hier hat mir gesagt, sie brauchen noch jemanden. Und da habe ich mal angefangen aus Jux und Dollerei. Fand ich ganz cool. Ich glaube, ich werde es jetzt auch wieder aktiver spielen, aber schauen wir mal, was wird jetzt erstmal mit der Zeichnung. Also das motiviert einen schon so ein bisschen hier, ne? Wenn man hier vorbeikommt, so die Kulisse genießt und so, sich zeichnet. Ihr lasst euch ja jetzt aktuell gerade zeichnen. Wie lange steht ihr jetzt schon? Um die 14, 15 Minuten wahrscheinlich schon. Ich habe nicht genau auf die Zeit geguckt. Ja, das geht ja. Du hast hier schon den Bierkrug gewonnen. Der Bierkrug hat tatsächlich er schon gewonnen, nur wir hatten gesagt, bei der Zeichnung soll ich mit dazu. Und dann hatten wir die Idee bekommen, dass er sein Schwert nimmt und ich den Bierkrug mit in die Hand nehme, quasi als cooles Motiv, als Idee. Wir wollten kreativ sein. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch sehr scharf auf diesen Bierkrug, weil erstmal passt da ganz schön viel rein und ich finde auch die Form sehr nice. Also das sieht schon echt cool aus und ich muss mal gucken, ob ich mir nachher auch irgendwie so einen sneake. Deswegen herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch das hier schon sichern konntet. Das ist eins der großen Highlights, die man hier als Shakes & Fidget Spieler mitnehmen kann auf jeden Fall. Moin, Ego, was geht? Hallo. Hallöchen, na, alles gut bei dir? Wunderschönen guten Tag, ja, bei mir ist alles super. Wie geht's euch? Wie gefällt's euch auf der Messe? Bestens, danke, mir gefällt's sehr gut. Ich bin ja jetzt erst seit kurzem hier so. Ja. Das ist ja heute so unser erster Tag, wo wir hier sind, aber du bist ja schon ein paar Tage länger hier, ne? Und auch schon ein paar Tage hier am Stand vertreten, ne? Naja, genau, vertreten, ja, also mehr oder minder. Ich bin Freitag, Samstag, Sonntag hier gewesen, ja. Also auch die ganze Zeit eigentlich hier am Stand. Ein paar Mal rumgelaufen auf der Messe, aber hauptsächlich hier am Stand gewesen, ja. Ja, also die meiste Zeit hast du hier am Stand verbracht, so. Was ist so deine persönliche Einschätzung zu dem Stand hier? Wie gefällt der dir? Was ist so dein Highlight von dem Stand vielleicht so? Standaufmachung ist meiner Meinung nach eine 10 von 10, finde ich super. Haben sie sich richtig viel Mühe gegeben, super schöne Gestaltung. Und ich würde sagen, was ich jetzt so mitbekommen habe, ich glaube, das Highlight ist schon die Schreikabine hier. Ja, echt, also, definitiv. Also, du bist nicht der Erste, der das sagt, tatsächlich. Ja, also ich glaube, jeder, der hier zum Stand kommt, egal ob Shakes-Account oder nicht, macht sich vielleicht einen Shakes-Account, einfach nur, um hier mal kurz zu schreien. Das ist, glaube ich, ein Publikumsmagnet. Ja. Also die Stimmung bisher, muss ich sagen, ist eine 10 von 10. Von den Leuten, die wir bisher getroffen haben, oder von den Mitarbeitern her, die geben sich alle super viel Mühe und man kann nur einfach sagen, ey, das ist super geil, hier einfach mal unter seinesgleichen zu sein. Jeder hat hier gute Laune, jeder hat Spaß am Spiel. Die Leute kommen hierher, fragen, was kann man hier machen, was kann man gewinnen und das ist einfach geil. Man kann sich vorne an der Tafel auch so digital verewigen, was auch eine sehr coole Sache ist, weil wenn jetzt hier so die Besucher der Dokumi vorbeikommen, dann kann man direkt vorne am Schild auch so sehen, okay, wer war hier gewesen, wer war aus der Community schon da. Also für alle Leute, die auch mit Shakes & Fidget viel zu tun haben oder auch in-game so ein bisschen bekannt sind oder Rang und Namen haben, aber auch alle, die normal Shakes & Fidget einfach spielen, können sich hier auch verewigen und das ist natürlich auch ganz nice. Ansonsten muss man einfach so sagen, die Stimmung ist hier wirklich top und ja, also man kann schon
man kann schon wirklich froh sein, wenn man das einmal gesehen haben sollte in seinem Leben. So. Also es ist schon wirklich sehr, sehr nice.